Drei extrem starke Wachstumsunternehmen, die meiner Meinung nach in keinem Portfolio fehlen sollten und bei denen ich zufälligerweise in allen drei investiert bin, haben jetzt vor kurzem die Zahlen zum ersten Quartal 2025 veröffentlicht. Palantir, Hims & Hers und AMD. Ich weiß auch, dass sehr viele in wenigstens einem dieser Unternehmen investiert sind und die Zahlen aller drei waren wirklich stark. Das ist also der perfekte Zeitpunkt für uns, darüber zu sprechen, weshalb diese drei Unternehmen in den meisten Portfolios Sinn machen, und wir können mit aktuellen Zahlen und Daten die Zukunft der Unternehmen bewerten. Wir gehen auf den Quartalsbericht jedes einzelnen dieser drei ein, sprechen dabei über die wichtigsten Daten und Ergebnisse, darüber, wie all das zu bewerten ist, wo sich meiner Meinung nach Einstiege lohnen und vor allem, wie die Zukunft der Aktien aussieht. Nichts von dem, was ich mache, ist Anlageberatung und auch keine Steuerberatung. Wenn du mich bei meinem Vermögensaufbau begleiten willst, machst du das am besten, indem du diesen Kanal abonnierst und ein Like da lässt. Damit segnest du mir automatisch den YouTube-Algorithmus, der mich immer wieder dazu zwingt, euch nach Likes, Kommentaren und Abos abzugeiern, und außerdem unterstützt du diesen Kanal ganz kostenlos. Bei Hims & Hers gibt es wirklich vieles zu besprechen. Der Umsatz wurde auf 538 Millionen Dollar geschätzt, geliefert haben wir 586. Das EPS wurde auf 12 Cent die Aktie geschätzt, Hims hat stolze 20 Cent geliefert. Man könnte auch sagen, Hims hat die Zahlen zerrissen, denn man hat 10% mehr Umsatz geliefert als angenommen. Wir erfuhren außerdem im Rahmen des Quartalsberichts, dass das Unternehmen den ehemaligen Amazon-Manager Nader Khabbani als COO eingestellt hat, und das ist wirklich bullish. Der gute Mann hat bei Amazon beim Launch des Online-Apotheken-Services Amazon Pharmacy hier im Hintergrund zu sehen die Fäden in der Hand gehabt. Er wird unter anderem in den Bereichen von Bluttests und persönlicher Gesundheitsvorsorge für Innovationen sorgen. Wir können hier live beobachten, wie sich Hims dazu positioniert, auf globaler Ebene durchzustarten und die eigene Healthcare-Plattform immer weiter ausbaut. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Unternehmen in den nächsten Jahren auch bei uns in Deutschland und noch vielen weiteren Ländern immer weiter an Marktanteil gewinnt. Und wenn du dir in einigen Jahren von anderen anhören musst, dass du ja nur Glück hattest, als du in die Hims & Hers Aktie investiert hast, kannst du lächeln und einfach nur okay sagen. Die guten Nachrichten reißen aber nicht ab, denn wir hörten auch, dass Hims & Hers und Novo Nordisk eine Partnerschaft angekündigt haben. Und diese hat gleich mehrere Vorteile. Weniger Lieferengpässe für Hims & Hers durch das gute Vertriebsnetz und Logistiknetz von Novo Nordisk. Man kann die Konkurrenz mit Eli Lilly besser anpacken, und Novo Nordisk ist Weltmarktführer bei Medikamenten, bei zum Beispiel Diabetes. Telemedizin-Plattformen wie Hims werden immer wichtiger. Und außerdem, noch ist Hims & Hers nur in den USA unterwegs. Wer kann mir in die Kommentare schreiben, welche Möglichkeiten sich für Hims ergeben, wenn man auf einmal einen globalen Partner hat? Sehr interessant fand ich diese Übersicht hier aus dem Quartalsbericht, in der uns das Unternehmen noch einmal in aller Kürze erklärt, weshalb es so wertvoll vor allem in Zukunft sein wird. Wir haben speziell abgestimmte Medikamente, Beauty-Produkte wie Hautcremes und ähnliches und noch vieles mehr, die genau auf dich als Kunde abgestimmt sind. Die Kunden bekommen hochwertige Produkte, die Hims selbst produziert, das ist ein wichtiger Hinweis, nach Hause geliefert. Durch die guten Produkte hast du durchgängiges Nutzerwachstum, und dieses Nutzerwachstum sorgt dann im Umkehrschluss dafür, dass Hims immer mehr Daten bekommt, um die eigenen Produkte und das Line-up immer weiter zu verbessern, natürlich auch bereits mit Hilfe von KI. Der Investment Case ist, wie ich finde, sehr eindeutig. Der Marktanteil gegenüber der Konkurrenz, viele von euch werden zum Beispiel BetterHelp kennen, steigt kontinuierlich an. Außerdem sagt uns das Unternehmen hier, dass die wiederkehrenden Umsätze aus dem Abo-Modell die Grundlage für starkes Umsatzwachstum und bessere Margen sind. Der Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 111%. Die Nettoerträge, die immer viel wichtiger sind, lagen bei 49,5 Millionen. Die Abonnentenzahlen stiegen um 38%. Die Cashflows sind extrem stark. Wir haben 109 Millionen Dollar an operativen Cashflow, während wir im vierten Quartal 2024 noch bei 86 Millionen waren. All das, was Hims hier abgeliefert hat, lässt sich auf einer Übersicht aus dem Brief an die Aktionäre am besten darstellen. Das hier sind Wachstumszahlen, die auf einem Level mit Nvidia sind. Die Nettoerträge stiegen um 345% gegenüber des Vorjahres. EBIT ab
182%. Der operative Cashflow stieg um 322% gegenüber 2024 und der freie um 321%. Abonnenten hatten wir gesehen um 38% und das monatliche Umsatzvolumen pro einzelnen Abonnenten stieg um 53%. Heißt also, es ist nicht so, dass der monatliche Gesamtumsatz um 53% stieg, sondern jeder einzelne Kunde und somit Abonnent gibt mittlerweile 53% mehr im Durchschnitt für die Produkte aus als noch letztes Jahr. Das sind wirklich heftige Zahlen. Zum Abschluss gehen wir noch einmal auf den Snapshot, der wirklich eindeutig ist. Umsatzwachstum und Gewinnwachstum haben wir eben schon gesehen. Das dreijährige Umsatzwachstum liegt bei 67% und die Gewinnverbesserung bei 444%. Die Bruttomargen stoßen immer mehr in Richtung der 80%-Marke, aktuell bei knappen 75%. Return on Investment bei knappen 27%. Steigende Abonnentenzahlen, steigende Bestellungen. Das durchschnittliche Bestellvolumen steigt durchgehend an, was genau das ist, was wir eben gesehen haben. Die Kunden von Hims kaufen über Zeit einfach immer mehr, weil die Produkte einfach so gut sind. Umsätze kennen nur einen Weg und die Nettoerträge beginnen so langsam damit, sich immer stabiler im positiven Bereich zu befinden. Wir haben so gut wie überhaupt keine Schulden, die operativen Ausgaben trenden so langsam immer mehr in Richtung R&D und ich weiß, dass ich mich hier anhöre wie eine Schallplatte mit Sprung, aber Investments in Forschung und Entwicklung gehören einfach zu den wichtigsten Bewertungskriterien überhaupt. Im vierten Quartal waren wir noch bei 23 Millionen in R&D, jetzt im ersten sind wir bei fast 30, das ist auf jeden Fall gut, aber ich würde mir hier wünschen, dass Hims noch mehr macht, denn die Bilanz lässt das zu. Ich möchte mich hier bei der Hims & Hers Aktie sehr eindeutig ausdrücken. Es ist sehr schwierig, bessere Finanzdaten als diese zu finden, und zwar für alle Aktien. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung, wie das zu bewerten ist, vor allem langfristig. Die Aktie steht, während ich gerade schaue, bei gerundet 46 € und ist über einen Monat ab 72%. Wir haben ein aktuelles KGV von 45 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 9, was sehr hoch ist. Wir müssen jetzt aber aufpassen, denn der freie Cashflow je Aktie steigt kontinuierlich an und liegt bei $1,35 und wir sind so langsam bei einer Bruttomarge von 80%. Außerdem, die PEG-Ratio liegt trotz des starken Anstieges der Aktie bei aktuell nur 0,59 und das ist wirklich wenig, denn der Durchschnitt in der Telemedizinbranche bei vergleichbaren Unternehmen liegt bei ca. 1 bis 1,5. Die von Hims bei nur 0,59, was uns zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum Wachstum, was das Unternehmen hinlegt, sogar unterbewertet ist. Genau deshalb ist es so wichtig, dass man datengetrieben arbeitet und sich nicht immer nur vom KGV blenden lässt. Meiner Meinung nach ist Hims & Hers ein sehr seltenes Unternehmen, bei dem sich sehr viele einige Jahre später ärgern, nicht investiert zu haben. Die Zukunft des Unternehmens sieht sehr gut aus und der Quartalsbericht untermauert das zusätzlich. Wenn Hims & Hers so weitermacht wie bisher, haben wir hier langfristig in meinen Augen mindestens einen Ten-Bagger vor uns. Das bedeutet nicht, dass ich beim aktuellen Kurs ohne Rücksicht auf Verluste kaufen würde. Volatilität ist unser Freund, nachkaufen würde ich beim Level von ca. 35 € je Aktie und würde im Moment noch etwas die Füße stillhalten. Langfristig gesehen gehört die Aktie aber, wie ich finde, in jedes Portfolio und wir wissen durch den Quartalsbericht, dass Hims einen jährlichen Umsatz von 6,5 Milliarden $ pro Jahr ab 2030 schätzt. Das entspräche einer jährlichen Wachstumsrate von 22% über die nächsten 5 Jahre. Wenn das Unternehmen das erreicht, würde der Aktienkurs mit fairer Bewertung bei über 400 € je Aktie stehen. Auch AMD hat am 6. Mai die Zahlen veröffentlicht und wirklich abgeliefert. Der Umsatz wurde auf 7,12 Milliarden $ geschätzt, AMD hat weit überboten mit 7,43 Milliarden. EPS wurde auf 93 Cent je Aktie geschätzt, geliefert hat AMD 96 Cent. Ähnlich wie bei Hims & Hers hatten wir auch bei AMD sehr bullische Nachrichten, denn wir hörten, dass AMD das Unternehmen ZT Systems aufgekauft hat, also eine strategische Akquisition. Warum ist das wichtig? ZT Systems ist ein amerikanisches Unternehmen, das vor allem Rechenzentrumslösungen anbietet. Wir wissen, dass der Hauptgrund dafür, weshalb die Nvidia-Aktie so stark performt hatte, daran lag, weil das Daten- und Rechenzentrumsbusiness so stark anstieg. Denn jedes große Unternehmen da draußen, das KI in das eigene Business integriert, benötigt dafür eben die Rechenleistung, die Nvidia liefert. AMD muss also langfristig gesehen vor allem in diesem Segment wachsen. Wir erkennen also, weshalb diese strategische Akquisition so positiv zu bewerten ist, denn ZT Systems hat sich auf Serverdesign und Integration von Hardware für KI- und Cloud-Anwendungen spezialisiert. Also genau das, was AMD bereits macht. Da man das Unternehmen nun übernommen hat, gewinnt man 1000 zusätzliche Ingenieure für die hauseigenen GPUs. AMD übernimmt nun auch Kunden im Bereich Datenzentren wie Amazon, Microsoft oder auch Meta. Dadurch werden die Verkäufe der Grafikeinheiten natürlicherweise ansteigen.
Lisa Su, CEO von AMD, ist wirklich eine extrem intelligente Person und als Aktionär ist diese Nachricht absolut positiv. Und nur die allerwenigsten wissen Folgendes. Lisa Su ist zufälligerweise die Cousine von Jensen Huang, CEO von Nvidia. Langfristig gesehen gegen AMD zu wetten, ist meiner Meinung nach sehr unklug. Wir gehen auf die Zahlen. Wir hatten jetzt im ersten Quartal bei AMD einen Rekordumsatz. Nie zuvor hat man solche Zahlen im ersten Quartal eines Jahres gesehen und wir sind gegenüber des Vorjahres ab 36%. Die Bruttomargen stiegen nun auf 50%, was sehr gut ist. Extrem ist der Gewinn pro Aktie. Während wir im ersten Quartal 2024 noch bei 0,07 Cent waren, sind wir nun bei 44 Cent. Auch stark und vor allem das mit Abstand wichtigste Zukunftssegment, das wir bei AMD beobachten müssen, ist das Datenzentren-Segment und damit KI. Der Umsatz stieg hier um 57% im Vergleich zum Vorjahr und das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 56%. Während die Aktie sich also relativ seitwärts bewegt, wächst das Business von AMD teilweise mit jährlichem Wachstum über 50% sehr stark und wir haben den bekannten Disconnect zwischen Aktie und Unternehmen. Außerdem, die operativen Erträge haben sich einfach mal so von einem Jahr auf das nächste verdoppelt. Wir hörten nämlich unter anderem von Lisa Su im Earnings Call, dass AMD-Chips zunehmend für KI-Training und Datenzentren genutzt werden und auch das ein nicht öffentlich genannter großer Entwickler von KI-Modellen auf die Chips von AMD setzt. Wir haben beim Gewinnwachstum fast 530% zum Vorjahr, das dreijährige Gewinnwachstum bei 143% und die Gewinnverbesserung liegt aktuell bei 728%. AMD hat mit den Zahlen alles rasiert. Bruttomarge von knapp 51% sahen wir im Quartalsbericht, Return on Investment bei aktuell 3%. Im Bereich Gaming gehen die Umsätze nach unten, dafür steigen sie exponentiell stärker im Bereich der Datenzentren an, was langfristig gesehen viel wichtiger ist. Der KI-Markt ist ein weitaus größerer Zielmarkt als das Gaming-Segment. Die operativen Margen im Datacenter-Bereich übersteigen mittlerweile bei weitem die aus dem Gaming-Segment. Die Umsätze sind sehr stabil und die Nettoerträge trenden seit 2022 immer stärker zurück in den positiven Bereich. Wir sehen also, dass der Umbau des Unternehmens, den Lisa Su vorangetrieben hat, die richtige Entscheidung war. Die Cashflows sind vor allem im Vergleich zu vor einem Jahr sehr stark, auch wenn wir jetzt im ersten Quartal einen Rücksetzer gegenüber dem vierten in 2024 hatten. Die Schulden stiegen an, dafür stiegen aber auch die Cashbestände an und das viel stärker als die Schulden. Hier also keinerlei Bedenken. Über die operativen Ausgaben müssen wir nicht lange sprechen, da ist AMD, was Forschung und Entwicklung betrifft, sehr gut unterwegs. Wir stehen aktuell bei knappen 91 Euro je Aktie und sind year to date immer noch im Minus. Wer beim Rücksetzer Anfang April nachgekauft hat, konnte aber relativ gut abstauben, da wir seit Anfang April mit etwas mehr als 20% wieder im Plus stehen. Das KGV liegt aktuell bei 46, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 5,9, was man könnte sagen, moderat ist. Weder sehr überbewertet noch unterbewertet. Die PEG-Ratio liegt bei knappen 0,5, was sehr günstig ist, sehr ähnlich also zu dem, was wir eben, als wir bei HIMSS sprachen, festgehalten haben. Zum Vergleich, die durchschnittliche PEG-Ratio vom gesamten S&P 500 liegt aktuell bei 0,82, die von AMD bei 0,5. Vor allem langfristig ist AMD sehr attraktiv. Mark Zuckerberg zum Beispiel ist, man könnte sagen, all in bei AMD, da die hauseigene KI Llama zu 100% über die Grafikeinheiten von AMD läuft. Ich rechne über die nächsten 5 Jahre damit, dass wir ein Market Cap von ungefähr 500 Milliarden sehen werden. Der KI-Sektor wächst einfach extrem stark und auf absehbare Zeit wird das auch wahrscheinlich erst einmal so weitergehen. Aktuell stehen wir bei 166 Milliarden Dollar Market Cap, damit wären wir bei ca. 300% Upside, auch noch vom aktuellen Level. Trotz dessen würde ich die AMD-Aktie aktuell nicht kaufen, erst einmal auf Rücksetzer warten. Einstiege werden in meinen Augen bei unter 80 Euro je Aktie attraktiv. Wer übrigens noch einmal komplett zu allem, was AMD und auch Nvidia betrifft, abgeholt werden möchte, dem empfehle ich mein Video, das ich hier oben rechts verlinke. Kommen wir zu Palantir, einer der größten Profiteure des KI-Sektors überhaupt. Manche bezeichnen das Unternehmen als den Messi der KI. Und diesem Titel wird das Unternehmen wirklich gerecht. Ich hatte die Aktie Ende 2022, Anfang 2023 zum ersten Mal gekauft und vor allem in 2023 immer wieder nachgekauft. Zuletzt hatte ich noch einmal am 7. April zugegriffen, als wir die Turbulenzen am Markt, ausgelöst durch die Zölle, gesehen haben. Und ich weiß auch, dass die Aktie einige hier in unserer Community beim Vermögensaufbau ziemlich weit vorangebracht hat. Speziell deshalb ist es wichtig, dass wir die Zukunft des Unternehmens einordnen, denn es gibt nahezu keinerlei Gründe, bearish zu sein. Palantir hat genauso wie auch HIMSS und Hers am 5. Mai die Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz wurde auf 862 Millionen im ersten Quartal geschätzt, geliefert haben wir 883
1,85. Das EPS wurde auf 13 Cent je Aktie geschätzt, Punktlandung. Das Problem? Der Markt hätte sich bei der aktuellen Bewertung der Aktie stärkere Zahlen gewünscht, weshalb die Aktie zumindest kurzfristig nachbörslich im Minus stand. Und wir haben hier viele Dinge im Rahmen des Earnings Call gehört, die uns der meiner Meinung nach coolste CEO der Welt, Alex Karp, berichtet hat. Und er hatte hier im Rahmen des Quartalsberichts auch eine Nachricht an alle Zweifler, die wir uns einmal kurz anschauen wollen. Denn, wie eben gesagt, stand die Aktie zumindest kurzweilig nach Veröffentlichung der Zahlen im Minus. Am 7. Mai, also kurze Zeit später, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, war Alex Karp auf einer Konferenz, wobei er genau danach gefragt wurde. Also weshalb der Markt die Aktie erst einmal abgestraft hat. Was er dazu sagte, schauen wir uns einmal kurz an. Very quickly, your numbers look, I gotta ask you this, stock's down today, but you've printed money, you've made a lot of people millionaires, a lot of our viewers and listeners hopefully very rich. What's the market getting wrong about today? Hey, if you don't like 71% growth in US Com, 45% growth in USG, a rule of 83, 55% growth in 90% of our business, in 55% growth in the US, 49% growth in 90% of our business. You don't like that? Go look for something else. We're pretty happy. You don't have to buy our shares. We're happy. We're going to partner with the world's best people, and we're going to dominate. And you can be along for the ride, or you don't have to be. Frei übersetzt, uns geht es gut, wir sind glücklich, du musst unsere Aktien nicht kaufen, wenn dir unsere Wachstumszahlen nicht ausreichen. Wir gehen Partnerschaften mit den besten Menschen der Welt ein und werden dominieren. Bei diesem Trip kannst du dabei sein oder auch nicht. Deshalb ist Alex einer der coolsten CEOs überhaupt und welche Wachstumszahlen er meinte, schauen wir uns jetzt an. Der kommerzielle Umsatz in den USA stieg im Vergleich zum ersten Quartal vor einem Jahr um 71% und um 19% gegenüber des letzten Quartals. Die Kundenanzahl stieg um weitere 65% und um 13% im Vergleich zu Q4. Der Wert der Verträge in den USA stieg um 127% und sehr interessant hier, noch laufende Verträge, die also bereits fest verhandelt wurden, wurden noch einmal um 30% wertvoller. Das ist etwas, was du sehr selten siehst. Das bedeutet nämlich, dass Palantir so dermaßen viele Aufträge bekommt, dass sie damit anfangen müssen, ihre bestehenden Aufträge zu verteuern, weil sie die ganzen neuen Aufträge gar nicht bearbeiten können und dadurch technisch gesehen Umsatzverluste haben. Die Anzahl neuer Verträge, die bei einem Auftragswert von mehr als $1 Million liegen, haben sich über ein Jahr verdoppelt und der US-amerikanische Wert aller Verträge stieg um weitere 183%. Mittlerweile sind wir bei Nettoerträgen von $214 Millionen im Quartal gewesen. Im ersten Quartal letztes Jahr waren wir noch bei 105 und haben also verdoppelt. Und hier kommen wir noch zu einer sehr interessanten Kennzahl, mit der nur sehr wenige Unternehmen arbeiten, nämlich die sogenannte Rule of 40. Das ist nämlich eine Kennzahl, die nur im Bereich von Technologie- und Softwareunternehmen verwendet wird, speziell in Software-as-a-Service-Unternehmen. Die Kennzahl kombiniert das Umsatzwachstum und die Marge an freiem Cashflow. Ganz einfach erklärt bedeutet das: Die Kennzahl zeigt an, wie gesund das Gleichgewicht zwischen schnellem Wachstum und gleichzeitig hoher Profitabilität ist. Es gibt nämlich Unternehmen, die zwar schnell wachsen, davon bleibt aber aufgrund geringer Margen nichts übrig. Wir wollen schnelles und starkes Wachstum sehen und hohe Margen haben. Zum Vergleich: Eine Rule of 40 von über 40% gilt als stark, nicht als gut oder gesund, sondern als stark. Palantir steht bei 83%. Zum Vergleich: Die von Snowflake oder ServiceNow, auch beides relativ starke Software-as-a-Service-Unternehmen, stehen bei 50%, die von ServiceNow bei 60%. Dieses ganze Wachstum sehen wir hier am besten, wenn wir uns das noch einmal von oben anschauen. Die Anzahl an Kunden im Bereich Regierung, also Verteidigung, und auch im kommerziellen Sektor steigen erneut an. Der Umsatz der Top 20 Kunden zog weiter an. Die Aufträge, auch das sahen wir eben, steigen durchgängig. Der Umsatz kennt nur eine Richtung und die Nettoerträge werden Stück für Stück von einem Quartal auf das nächste immer höher, zumindest langfristig. Die Cashflows sind im Vergleich zum vierten Quartal etwas gesunken. Wir haben so gut wie überhaupt keine Schulden auf der Bilanz und auch die operativen Ausgaben in allen Bereichen sind äußerst stabil. Palantir ist ein wirklich sehr außergewöhnliches Unternehmen. Nahezu die gesamte Verteidigungsindustrie der USA setzt auf die
Software von Palantir. Im kommerziellen Sektor kommen immer mehr große Unternehmen und klopfen an der Tür. Mittlerweile haben wir 1522 Unternehmenskunden weltweit. Wie ich finde, ist Palantir ein sehr starkes Unternehmen, das du nur sehr selten in dieser Form am Markt findest. Langfristig gesehen sehe ich das Unternehmen mindestens bei einem Market Cap von $1 Billion. Das wäre immer noch eine knappe Verfünffachung vom aktuellen Level. Während ich gerade schaue, haben wir ein Market Cap von 275 Milliarden und die Aktie steht bei gerundet 105 Euro. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Aktie jetzt gerade in diesem Moment kaufen würde. Palantir ist der Bewertung vorausgelaufen und aktuell sehr hoch bewertet. Ich werde hier bei Rücksetzern in Zukunft langfristig über die nächsten Jahre immer wieder nachkaufen, wie auch schon in der Vergangenheit. Einstiege sind in meinen Augen immer ab im Bereich von zwischen 70 und 80 Euro je Aktie attraktiv, im besten Fall natürlich gerne auch tiefer. Wir haben ein aktuelles KGV, das wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis steht bei 95, was extrem hoch ist. Hier nun aber Vorsicht. Die Rule of 40 haben wir uns angesehen und 83% bei Palantir sind wirklich heftig. Die Bewertung des Unternehmens ist also nachvollziehbar und man könnte schon fast sagen gerechtfertigt. Das Unternehmen wächst bei weitem viel stärker als der Markt und dieses Premium preist die Börse ein. Palantir als typisches Software-as-a-Service-Unternehmen, das überbewertet ist, zu betrachten, ist genauso falsch wie zu sagen, Tesla sei ja nur ein Autobauer. Somit langfristig gesehen in meinen Augen absolute Must-Have-Aktie, vor allem mit Anlagehorizont von mindestens 5, im besten Fall 10 Jahren. Man sollte sich immer versuchen, frühzeitig in stark wachsenden Unternehmen zu positionieren und die entsprechenden Aktien im besten Fall gar nicht mehr anfassen. Sozusagen in eine Schublade stecken und vergessen. Ich werde in Zukunft immer wieder bei allen 3 dieser Aktien bei Kursrücksetzer nachkaufen und würde mich wirklich sehr dafür interessieren, wie ihr zu allen dieser 3 steht. Seid ihr in einem oder vielleicht gleich mehreren der 3 investiert? Plant ihr einzusteigen? Wenn ja, wann? Wenn wir also abschließend darüber sprechen, wie die Zukunft aller 3 Unternehmen aussieht, muss man einfach ganz neutral sagen, wenn genauso weitergearbeitet wird wie bisher, dann sehr gut. Hims & Hers entwickelt sich immer mehr zu einer Art Amazon der Telemedizin und ich sehe hier mittelfristig sehr wenige Steine auf dem Weg des Unternehmens. AMD positioniert sich immer mehr in Richtung Datenzentren, die viel lukrativer und profitabler als zum Beispiel das Gaming-Segment sind. Der KI-Sektor hat aktuell keine wirkliche Grenze nach oben und wir stehen immer noch erst am Anfang. Palantir hat von Anfang an KI in die eigene Software implementiert und kann genau deshalb diesen Markt sehr dominieren und entwickelt sich mittlerweile immer mehr zu einem der wichtigsten Unternehmen der Welt. Damit hoffe ich, dass ihr viel für euch selbst mitnehmen konntet, vielleicht einige andere Blickwinkel zu so einigen Bewertungskriterien generell bekommen habt und komplett abgeholt wurdet. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag und sehe euch im nächsten Video.